Herzlich willkommen auf Marios Channel. Heute machen wir einen leckeren Schinken. Der hat 1,154 Kilogramm Fleisch. Dazu benutzen wir 35 Gramm Salz auf 1 Kilogramm. Das wäre dann 40,39 Gramm. Das haben wir hier schon abgewogen. Dann kommen wir zum Pfeffer. Wir benutzen pro Kilogramm 4,5 Gramm. Und auf das Gesamtgewicht haben wir 5,19 Gramm. So, dann kommt noch dazu Knoblauchpulver. 1 Gramm auf 1 Kilogramm Fleisch. Dann haben wir Muskatnuss. Auf 1 Kilogramm Fleisch 0,7 Gramm. Koriander. Auf 1 Kilogramm Fleisch 1,3 Gramm. Dann haben wir noch Paprika edelsüß auf 1 Kilogramm Fleisch 1 Gramm. Jetzt kommen noch 3 Lorbeerblätter hinzu. Hier haben wir noch eine Körnermischung mit Senfkörner, Chilis, Wacholderbeeren. Da ist alles drin, was man so braucht für einen Schinken zu machen. Hier haben wir noch grobe Senfkörner, das ist ein Teelöffel. Das wird nachher zermörst. Also ich nehme dann den Mixer und lasse ganz kurz durchlaufen. Dann hier habe ich noch ein Vitamin C Pulver. Das brauchen wir für die Haltbarkeit. Da ist so ein kleines Löffelchen dabei. Da braucht er gar nicht viel. Für so ein Kilo, ja, so 2 oder 3 kleine Löffelchen, seht ihr. Ihr könnt aber auch ein bisschen Zitronensaft oder Limettensaft dran machen. Was uns jetzt noch fehlt, ist der Zucker. 1,5 Gramm aufs Kilogramm Fleisch. Natürlich kannst du deine eigenen Gewürze verwenden, ganz nach deinem Geschmack. Achte jedoch darauf, keine Rohzutaten hinzufügen, die gären könnten. Knoblauch ist in Ordnung, aber alles andere, was gären könnte, sollte draußen bleiben. Für Zwiebeln zum Beispiel könntest du Zwiebelpulver verwenden, das ich hier auch verwendet habe. So erhältst du das beste Aroma für deinen Schinken. Die Zuckerzugabe war brauner Rohrzucker. Außerdem kannst du die Körnermischung auch schroten, um die Aromen besser freizusetzen. Also ich habe jetzt hier noch ein bisschen Rosmarin dabei gemacht, Basilikum, Thymian, Oregano. Das habe ich jetzt noch so ein bisschen aus dem Gado raus. Ein bisschen Majoran könnte man auch nehmen, das passt ja auch zum Fleisch. Wir reiben das Fleisch zuerst mit dem Salz ein. Wenn er schön eingerieben ist und alle Ritzen und Kanten, dann kommt das Pfeffer und die restlichen Zutaten dazu. Also diese Zutaten mische ich jetzt alle zusammen. Und das Salz lasse ich dann noch extra. Jetzt mal die Pfefferkörner. Die tun wir dann ein bisschen zerstoßen mit dem Caipirinha-Stampfer. Könnt ihr aber auch gut mit dem Mixer machen. Das geht eigentlich noch besser. Körnermischung dazu. Das machen wir jetzt alles zusammen. Dann machen wir hier unsere Gardekräuter dazu und der Zucker. Dann Paprika. Und Koriander war das, glaube ich. Also ich habe jetzt anstatt Muskatnuss Massisblüte benutzt. Wenn ihr das habt, könnt ihr das dann auch nehmen. Aber vorsichtig, nicht so viel davon nehmen. Dann haben wir das Pfeffer hier. So. Und was jetzt übrig ist, ist halt nur noch das Salz. Hier machen wir jetzt noch unsere 3 Löffelchen Ascorbinsäure dazu. Lorbeerblatt noch ein bisschen. Ja, das ist die ganze Mischung. Und das, wie gesagt, das kommt dann separat. Ja, das ist alles. Da kriegt ihr ein toller Schinken. Es ist sehr wichtig, das Fleisch gründlich in Ritzen und in Kanten gut einzureiben. Auch etwas unter die Haut, wenn möglich. Dies hilft, das Aroma der Gewürze besser einzufangen und verhindert, dass das Fleisch austrocknet und hemmt die Bakterien.
Das Fleisch sollte jetzt für mindestens 10 bis 12 Tage in den Kühlschrank. Allgemein gilt, pro Zentimeter Fleisch sollte man einen Tag einplanen. In meinem Fall dauert es meistens länger als 10 Tage, oft bis zu 15 Tage. Da passiert auch überhaupt gar nichts, das bleibt immer frisch. Wenn du dir wieder mal ein Bierchen holst, kannst du auch gerne den Beutel mit dem Fleisch ein bisschen drücken und wenden. So, bei mir nach 15 Tagen durch den Schinken kalt abwaschen, die Gewürze entfernen, so ein bisschen Pfefferkörner oder sowas, das kann ja natürlich dran bleiben. Ich benutze da meistens so eine Bürste noch, um das richtig gut abzubekommen. Wenn der jetzt 10 Tage im Beutel ist, liegt der ja dann in der Lage und die ist sehr salzig. Und dieses Salz solltet ihr am Fleisch außen gut abwaschen. Außerdem werde ich den Schinken nochmal so leicht wässern, aber nicht länger wie ungefähr so eine Stunde. Mit kaltem Wasser lege ich den jetzt hier ein bisschen rein und dann kann er so eine Stunde noch liegen. Dann bin ich ganz sicher, dass außen das Salz weg ist. Früher habe ich mich immer gewundert, bei 35 Gramm Salz auf 1 Kilogramm, warum ist der jetzt außen so ein bisschen salzig? Und seitdem, dass ich das dann mache mit dem Wässern und wirklich richtig gut abwasche, dann ist das perfekt. Und ihr braucht auch gar keine Angst zu haben. Der Schinken bei 35 Gramm, der ist nicht zu lasch, aber auch nicht zu salzig. Der ist perfekt. Der Schinken kommt jetzt zuerst in den Trockenautomat. Man könnte ihn auch direkt im Keller aufhängen. Aber da er noch nass ist, ist es gefährlich, da es ein Bakterienfänger ist. Deshalb benutze ich meinen Gourmet Max, der über eine Trockenstufe verfügt. Ich stelle die Trockenstufe auf 40 bis 45 Grad ein und lasse den Schinken etwa 20 Minuten darin, damit er etwas antrocknet. Danach hänge ich ihn in den Keller, wo er mindestens 4 bis 5 Tage bleibt, bis ich ihn räuchere. Sollte das Wetter schlecht sein, kann er auch gerne länger hängen, was dem Geschmack nicht schadet. Danach tun wir den Schinken noch anschlaufen, damit wir ihn im Keller oder im Räucherofen aufhängen können. Meine momentane Temperatur im Keller, oder besser gesagt in der Garage, ist momentan 12 bis 14, 15 Grad. So, da kommen wir jetzt schon zum Räuchern. Ich benutze wieder meine alte Tonne. Im Moment ist schon meine Lieblingstonne. Aber ich werde mir noch ein Holzfass holen. Warum mache ich das? Ich brenne den noch mal kurz aus, weil in der Nacht war es sehr feucht gewesen. Und damit das alles schön trocken ist, brenne ich den noch mal kurz aus und hänge dann meinen Schinken, und ich habe noch ein paar Salamis und so weiter. Die hänge ich dann gleich mit raus. Da kommt auch ein Video noch davon. So, da habe ich jetzt hier 2 Räucherspirale von Purple Flame, die sind eigentlich ganz gut. Die halten so 11, 12 Stunden. Und ja, ich benutze immer 2 wegen der Größe vom Fass. Ja, und wie ihr seht, unser Hauptdarsteller auf der linken Seite ist unser Schinken. Die Würste sind Rohesser, die kommen auch gleich dabei. Im Hintergrund habe ich noch die Salamis. Das kommt alles noch im nächsten Video. Ja, dann darf das jetzt mal 12 Stunden in Ruhe vor sich her dampfen. Wir machen jetzt eine kalte Räucherung, das heißt unter 25 Grad. Bei mir lag die Temperatur ungefähr bei 20 Grad. So, jetzt sieht es mal schon so aus, den anderen Morgen. Ich bin nicht ganz zufrieden. Es war wieder sehr feucht heute Nacht, aber man kann ja nochmal nachräuchern. Die Sachen sollen dann nochmal eine gute Nacht hängen und dann könnt ihr wieder räuchern. So, jetzt geht es erstmal in der Garage weiter. Kurz zur Info, ihr könnt auch, wenn euch das Video zu lang ist, die einzelnen Teile abspringen. Das könnt ihr in der Beschreibung sehen. Das sind so kleine Bildchen mit Minutenzahlen. Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr zum Beispiel direkt zum Endergebnis springen, zum Räuchern oder am Anfang, Fleischverarbeitung und so weiter. Also das mache ich euch jedes Mal rein. Zudem habe ich meistens die Videos
in mehrere Sprachen, manchmal sogar bis zu 10 Sprachen. Kommt immer drauf an, wie das Video läuft. So, also so sieht unser Hauptdarsteller aus. Die Salamis, die dürfen ja noch reifen, das dauert noch 30 Tage. Die Landjäger und die Rohesser, das gibt alles ein Video noch und das dauert ja noch ein bisschen jetzt, bis die Salamis fertig sind. Normalerweise sollte der Schinken nach dem Räuchern nochmal so 2 bis 3 Wochen hängen, dass das Salz sich ein bisschen verteilt und dann kann man den auch essen. Da ich mich etwas verkalkuliert habe mit der Zeit, habe ich ihn jetzt trotzdem angeschnitten. Er schmeckt klasse, muss ich sagen, einwandfrei, aber den Rest werde ich dann weiterhin nochmal zurückhängen, dass er noch besser wird. Wenn du das nachmachst, garantiere ich dir, deine Freunde kommen ab jetzt nur noch wegen dem Schinken zu Besuch. Schinken ist Liebe, Schinken ist Leben. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und besuch meinen Shop. Ich habe da noch so einige Geheimzutaten für dich. Bis zum nächsten Mal, ihr Wurstmacher. Und denkt dran, alles ist besser mit einer guten Wurst. Ciao, ciao.